Guten Morgen, liebe Nathalie. Es ist schön, dich virtuell zu sehen. Ja, das kann ich nur zurückgeben. Was ganz Neues. Absolut, ja, und ich freue mich total. Wir sind ja Kolleginnen, du in Schleswig-Holstein, ich in Bayern, also genau am anderen Ende der Republik. Ganz genau. Und treffen uns trotzdem hier. Richtig, und regelmäßig tauschen wir uns aus über unsere Erfahrungen, die wir haben mit der IOPT-Arbeit. Und die ist so wertvoll. Absolut, und wertvoll ist vor allem die Arbeit und das Thema, über das wir heute sprechen wollen. Und das sind Eltern und ihre Kinder. Ja. Und wie die identitätsorientierte Psychotraumatherapie helfen kann. Ich möchte nur vorab sagen, viele haben Angst, wenn sie das Wort hören. Bei identitätsorientiert können sie nicht viel mit anfangen. Und bei Psychotrauma, da gehen sofort alle Barrieren hoch. Ja. Das Wort Trauma. Richtig. Und darum möchte ich erstmal dich fragen, wie erklärst du einer Mutter oder einem Vater, wenn sie zu dir kommen, was du eigentlich machst? Also ich erkläre das so, dass es eine Selbstbegegnung ist. Das ist das Einfachste, was Rupert ja eben halt auch immer wieder sagt, dass man sich nicht aufhängen soll an diesem Wort Trauma, sondern eben halt, das ist eine Selbstbegegnung. Was ist mir passiert, selber als Kind? Und ich gehe dann weiter ins Hier und Jetzt gleich. Ne? Und ich lasse es praktisch im Hier und Jetzt und lasse es dann auch dort stehen. Anhand der Beschreibung des Modells, diese Spaltung, diese Ich-Spaltung, erkläre ich dann die Selbstbegegnung mit, auch haben wir ein gesundes Ich, haben wir ein traumatisiertes Ich in unserem Anliegen oder haben wir eben halt ein Überlebens-Ich. Und ich gehe sofort in die Arbeit und gleich zu dem Klienten hin, dass es eine Selbstbegegnung ist. Dass er sich reflektiert, der Klient, dass er schauen kann, was macht es mit meinem Kind, wenn ich mich so und so verhalte. Ja, ich habe auch gesehen in der letzten Zeit, wie viele Jüngere, vor allem Mütter, bei mir sind es weniger Väter, aber Mütter kommen, die sagen, durch die Geburt meines Kindes brechen auf einmal Erinnerungen hoch oder Emotionen in mir hoch, ja, die ich so vorher entweder beiseite geschoben habe oder so gar nicht gesehen habe. Und die möchte ich mir jetzt tiefer anschauen. Und das ist sehr, sehr mutig, muss ich sagen. Also das finde ich sehr, sehr schön, diese Entwicklung, weil zu unserer Zeit, und ich kann mich ja noch an meine Zeit auch erinnern, da sah das Ganze nochmal anders aus, weil da hatte das mehr so diesen Psychotouch, möchte ich jetzt mal so sagen, ja, so mit einem Bein in der Psychiatrie. Ja. Das finde ich ist ein ganz toller Ansatz und ich kann das ja auch von mir selber sagen, durch die Geburt meiner Kinder, meiner beiden Kinder, sind diese alten, versteckten, unverarbeiteten Themen aufgebrochen in einer Massivität, wo ich eigentlich dachte bis dato, ich hätte es relativ gut unter Kontrolle, ja. Und viele Dinge wusste ich auch gar nicht. Ja, das ist, wenn ein Mensch schon, bevor die Frau schwanger wird, eben halt sich schon mal reflektiert hat, dann wird es dann noch mal bewusster nach der Geburt, hey, hier läuft irgendetwas schief. Leider sind ja wenige dahingehend reflektiert, die wundern sich nur, warum ist das Kind auffällig? Und die schicken dann das Kind zum Psychologen, weil mein Kind funktioniert ja nicht. Dass sie diesen Weg gehen, selber zu kommen und zu schauen, was projiziere ich auf das Kind, was sehe ich nicht, welche Wünsche, Bedürfnisse hat mein Kind, was ich gar nicht sehe, ja, da sind die nicht sensibel genug. Und durch diese EOPT-Methode werden sie sensibilisiert. Also stimme ich dir vollkommen zu. Ja, behandeln Sie das Kind nicht mehr als Objekt, sondern als Subjekt. Was braucht dieses Kind? Was signalisiert mir dieses Kind gerade? Auch ohne Sprache. Ein Kind ist mit 2, 3 oder gerade mit 2, wo sie ja anfangen, Mama und Papa zu sagen. Das ist ein Subjekt, das weiß genau, welche Wünsche und Bedürfnisse es hat. Es kann sich bloß noch nicht ausdrücken. Dieses Hilfsmittel Sprache hat es halt noch nicht. Ja, ich würde noch gar nicht sagen, es kann sich nicht ausdrücken. Es drückt sich mit dem aus, was es halt zur Verfügung hat. Aber wir haben verlernt, auf dieser Ebene zu kommunizieren. Wir warten immer darauf, dass Sprache kommt.
Ganz genau. Wir achten nicht mehr auf Körpersignale, wir achten auch nicht auf die Art des Schreiens. Ja? Es gibt ja auch da Experten, die die Babysprache zum Beispiel auch kennen. Und was ich auch letztens erst hatte, wir achten nicht mehr darauf, auch als Mutter, was das Baby uns schon im Bauch signalisiert. Wir geben unsere Gesundheit und das Expertenwissen ab, vor allem an Männer im Außen, die dann uns sagen, wie wir uns fühlen. Und ich finde, das beginnt quasi pränatal, geht mit der Geburt weiter und danach wird es dann oftmals, ja, leider auch nicht besser. Und was ich auch sehe, was du gerade gesagt hast, ist, wie viele Frauen, wie viele von uns es nicht an sich heranlassen möchten. Wie du sagst, da gehe ich lieber zum Kinderpsychologen oder mein Kind kriegt Medikamente oder eine Verhaltenstherapie oder was auch immer, anstatt dass ich erkenne, das Kind reflektiert mich und meinen Partner. Ja, und meine eigene Lebensgeschichte im Grunde genommen. Ne? Ja, und das wird hier in der Praxis so deutlich. Das ist so berührend, wenn man Eltern oder sogar eine Mutter, es muss nicht immer nur eine Paare kommen. Vieles regelt sich auch so, wenn ein Elternteil kommt. Der Mann kommt vielleicht später dazu, der arbeitet, der hat wenig Zeit, der merkt aber, es verändert sich innerhalb der Familie etwas. Und dann kommt er vielleicht nochmal dazu. Weil es müssen ja immer beide, ein Kind braucht beide Elternteile. Ne? Aber wenn die Mutter anfängt zu arbeiten, es ist so berührend zu hören, wie schnell ein Kind sich verändert. Ja. In einer Wahnsinnsgeschwindigkeit. Und das ist vielleicht auch nochmal ein ganz besonderer Punkt, dieser Zeitpunkt, weil wir wissen das auch von unserer Arbeit an uns selber. Je älter wir werden, desto mehr Ballast haben wir und desto schwieriger ist es, durch diese Schichten durchzubohren, ja, wie jemand, der auch nach Öl sucht, immer tiefer und tiefer zu bohren, während ein Kind hat noch nicht diesen enormen Ballast und damit sind auch Entwicklungsschritte und Verbesserungen viel, viel schneller da. Das Kind liebt ja bedingungslos, ja, und will ja geliebt werden, gesehen werden. Und das ist berührend, wenn das Kind sich wahrgenommen fühlt, auf der emotionalen Ebene. Die Eltern verstehen, was es braucht, ja. Und dann kann es sich auch verändern. Ich habe eine Klientin hier, die hat einen 4-jährigen Sohn. Und der ist aber schon mit 1,5 in den Kindergarten gekommen, ist hochaggressiv gewesen mit 3. Der ist nach Hause gekommen und hat die Schränke aufgerissen und das Porzellan durch die Küche geschmissen. Ein Jahr lang, bevor sie zu mir kam. Hochgradig aggressiv. Ja, und dann kam sie zu mir und die erste Stunde, es war Wahnsinn. Sie hat dann ein Anliegen formuliert und sie stand auf einem Wort, Kontrolle. Und sie hat mir ganz lange in der Stunde erzählt, was sie alles kontrollieren muss. Ne, die Angestellten im Büro und draußen und alles muss sie kontrollieren und eben halt immer wieder hier beobachten. Und irgendwann stockte sie und fing an zu weinen und sagte, nein, sagt sie, ich muss meine Gefühle kontrollieren. Und dann hat sie von heute auf morgen dieses Kind aus dem Kindergarten genommen, weil sie wusste, hey, ich kann das nur, wenn ich meine Gefühle wegspalte, kann ich dieses Kind nur abgeben. Das war eine Hammererkenntnis. Und sie hat dieses Kind damals mit 1,5, 2-3 Mal mittags abgeholt, dann die Oma. Und dann ist die Oma mit Mittagessen schlafen gehen. Dann hat sie das Kind spät Nachmittag abgeholt. Dann gab es Abendbrot. Und dann ist das Kind ins Bett. Und dann hat sie sich gewundert, warum das so hochgradig aggressiv ist, das Kind. Ja. So. Und dann kam sie wöchentlich. Und dann sagte sie in der ersten Woche, ja, sagt sie, ich habe das Kind jetzt gleich nächsten Tag aus dem Kindergarten genommen. Aber er ist immer noch so ungestüm. Ja, sage ich, erst mal abwarten. 14 Tage später kam sie, sagt sie, wir haben hier beide Tränen in den Augen gehabt, sagt sie, ich habe ein anderes Kind. 14 Tage. Ich habe ein anderes Kind, sagt sie, das ist der Wahnsinn. Natürlich braucht er jetzt noch mal ein Jahr, um Vertrauen zu fassen, dass es keine Eintagsfliege ist.
Ne, er hat immer gesagt, er will mit keinen anderen Kindern spielen, Mama musste da sein, war sie auch. Sie war ein Jahr lang für ihn da. Sie hat ihn nicht abgegeben, sie hat ihn nicht mehr in den Kindergarten geschickt. Und nach einem Jahr hat sie sogar den Kindergarten gewechselt, weil sie gesagt hat, das passt nicht. Er geht jetzt gerne in den Kindergarten. Und vorher war es eben so, dass er immer gesagt hat, Mama, du bleibst. Wenn Kinder auf den Hof kamen, Mama, du bleibst. Ja, ich bleibe. Aber nach 14 Tagen war diese Wutanfälle, diese ganze aggressive Wut, das war weg. Weil sie aber auch einen entscheidenden Schritt gemacht hat. Und da möchte ich nochmal dazu zurückkommen, weil was du am Anfang gesagt hast, ist ja, Dinge haben einen Dominoeffekt. Und wenn ich den ersten Schritt nicht mache, kann ich nicht erwarten, dass Schritt 2 und 3 funktionieren. Und für den ersten Schritt hat sie unglaublich viel Selbsterkenntnis gehabt, weil ich weiß, ich hatte früher auch mit Kollegen darüber gesprochen, was eigentlich dieses frühe Abgeben, ja, was das macht mit Kindern. Und ich kenne das auch von einer Freundin, die sehr spät Mutter geworden ist. Es ist wie die 3 Affen. Ich will nichts sehen, ich will nichts hören und was du sagst, stimmt sowieso nicht. Und mit meinem Kind ist alles in Ordnung. Und darum möchte ich nochmal auf das, was du am Anfang gesagt hast. Das Kind war früh im Kindergarten oder bei uns gibt es nicht Kindergarten, sondern Kita, also Kindertagesstätte, war früh in der Kita. Und wir wissen ja von der Bindungstheorie und auch von Franz Ruppert, wie wichtig die ersten 1000 Tage sind. Das heißt, bis zu 2 Jahren, 2,5 Jahren. Ruppert redet auch von die ersten 3 Jahre. Genau, und die Bindungstheorie redet eigentlich von Zeugung und dann 1000 Tage, also dann sind wir ungefähr bei 2 Jahren und wie wichtig diese Zeit einfach ist. Ja, und wir sehen, dass diese Politik, die ja von unserer damaligen Familienministerin von der Leyen gestartet worden ist, ja, mit Mütter können auch ihre Karrieren machen, können auch Vollzeit arbeiten, wenn beide Eltern Vollzeit arbeiten und die Kitas wurden damals ausgebaut, was das für Konsequenzen für die Kinder hat. Und die Probleme, die sie dann, wenn die Mütter dann nicht sensibel sind, sich durch das ganze Leben lang ziehen. Und dann wissen wir nicht mal, wo waren die Ursachen. Ja, ja, genau. Und vor allen Dingen diese Prägephase, wo sie noch nicht sprechen können und sich aber anders mitteilen, diese Aggressivität, das ist ja ein Alarmsignal im Grunde genommen. Ja? Und er hat sich ja ganz klar und deutlich über eine ganze Zeit lang bemerkbar gemacht. Und sie konnte aufgrund ihrer eigenen Traumatisierung, weil sie genau das erlebt hat, ja, als Kind, wurde auch immer über ihren Gefühlen hinweg entschieden, sie muss dorthin und sie muss dies und sie muss das. Und deshalb war sie blind für diese Hilfeschreie ihres Sohnes. Und dann sehen zu werden mit einer einzigen Aufstellung, es war berührend. Es war so berührend, hier zu sitzen. Und sie sagte zu mir, nach 14 Tagen, es hat sich total verändert. Da sagst du was so Wichtiges, wieder dieses, so wichtig. Sie hat es erlebt und ist daher blind bei ihrem eigenen Kind. Ganz genau. Es wurde immer drüber hinweg entschieden, du musst dorthin und du musst das jetzt machen und stell dich nicht so an und was du immer hast, so. Und aufgrund dessen war sie blind. Sie hatte auch Angst in den Kindergarten. Sie hat auch immer geweint, wie er. Ja. Und sie konnte trotzdem gehen, weil sie selber traumatisiert war, weil sie genau das durchgemacht hat. Und hatte kein Bewusstsein mehr für die ganze Thematik. Und das ist ihr nach einer Aufstellung klar geworden, weil sie auf Kontrolle stand. Auf diesem einen Wort Kontrolle. Und da auf einmal platzte das raus. Sie weinte. Ich muss meine Gefühle kontrollieren. Logisch, schon als Kindergartenkind. Sie war ja nicht richtig. Sie hat geweint. Sie wollte dort nicht hin. Und sie musste, bis sie es aufgegeben hat. Sie hat dann irgendwann nicht mehr geweint. Das ist ein super Wort, das Wort Kontrolle, was du gerade sagst, ja. Ob das ist, weil sie früher im Kindergarten geweint hat oder andere Leute haben andere Themen, aber ich kenne so viele Leute, die sich so dermaßen kontrollieren
und teilweise die einen gehen in die Härte und die anderen schauen eigentlich relativ weich aus von ihrer Art, kontrollieren sich aber auch enorm in ihren Gefühlen. Die einen sind mehr Richtung Gefühle, die sie kontrollieren, also dieses weibliche, weiche Gefühle, und die anderen kontrollieren sich und wollen nicht in die Wut gehen. Also was ich jetzt mal sage, ein bisschen mehr Richtung die männliche Variante. Die wollen nicht Wut spüren, die wollen nicht auch mal sagen, nein, hier ist mal Schluss mit lustig, ja, hier ist meine Grenze, hier ist meine Barriere. Und das sehe ich auch alles unter dem Thema Kontrolle ablaufen. Wir kontrollieren uns jeden Tag. Das ist so. Weil wir ja gefallen wollen. Wir sind ja mit dem Blick nach außen. Ne? Wie kommen wir an? Was müssen wir sagen? Was müssen wir tun? Wie müssen wir uns geben, damit wir zur Gruppe gehören? Ein Mensch will immer dazugehören. Zugehörig zur Familie. Da tut man alles schon als Kind. Man gibt selber seine eigene Persönlichkeit auf. Wir hören das ja auch immer wieder. Oh, was bist du aggressiv? Oder warum bist du nicht wie deine Geschwister? Warum bist du nicht lieb? Ja, so. Also man will ja, dass ich lieb bin. Also bin ich nachher irgendwann kontrolliert und angepasst. Nur dann werde ich geliebt. Es geht immer darum, geliebt, gesehen zu werden und dazu zu gehören. Ja, und das wird vielen klar, wenn sie mit der Rupert-Methode arbeiten. Und das ist genau der Punkt. Wir wissen als Erwachsene gar nicht, was es für uns als Kind wirklich bedeutet hat. Diese Methode erlaubt es uns nochmal aus der Sicht und dem Blickwinkel dieses kleinen Mädchen oder dieses kleinen Jungen zurückzugehen. Oder sogar in den Mutterbauch hinein, um zu fühlen, was war da wirklich? Wie habe ich mich wirklich gefühlt? Wie habe ich mich, wie du auch gesagt hast, schon angepasst, ja? Genau, wir hätten nicht überlebt, ne? Mit dem Schmerz. Es ist ja ein Seelenschmerz, ein Herzschmerz. Und das wollen wir natürlich nicht fühlen, keiner von uns. Ja, und was ich auch erst gestern hatte in einer Selbstbegegnung, ist dann die Angst, wenn ich mich fühle, wirklich fühle, wie es mir damals geht, dann ist das gleichbedeutend mit, ich mag meine Eltern nicht. Ich verurteile sie, ich will keine Beziehung mehr zu ihnen haben. Also es ist ganz, ganz schwierig für manche Leute und vor allem für Leute, die sehr viel Therapie schon hinter sich haben. Also normale Therapie, sage ich jetzt mal, Gesprächs- und Verhaltenstherapie, dass es nicht darum geht. Sondern das runterzubrechen, so wie es wirklich war und nicht, wie ich mir meine Scheinwelt aufgebaut habe, um als Kind in diesem Familiensystem überleben zu können, ja, um eben halt nicht an meinen Gefühlen kaputt zu gehen, weil ich irgendetwas nicht bekommen habe, aufgrund der Geschichte, der Lebensgeschichte der Eltern, der Großeltern. Aber was hätte ich in dem Moment gebraucht? Ja, was konnten sie mir nicht geben? Aber ich hätte es haben müssen. Und darum geht es. Letztendlich geht es immer nur darum, was die Eltern nicht imstande, wo waren die Eltern nicht imstande, emotional mich abzuholen. Du hast nochmal 2 super tolle Worte gesagt. Und zwar, du hast von Familiensystem gesprochen und vorher hast du von Selbstbegegnung gesprochen, die ja diese Arbeit ist, die wir beide machen. Und ich finde, darum geht es. Es geht nicht darum, wie finde ich einen Platz in meiner Familie, in diesem System. Darum ist es auch keine systemische Arbeit oder Familienaufstellungen, sondern es geht darum, wo finde ich mich wieder? Wie kann ich mir selbst begegnen mit all den kleinen Anteilen, die noch ganz verloren in dieser Zeit hängen und stecken geblieben sind, ja. Ja, die ich ja auch selber ablehne. Es geht dabei, wenn du sagst, das finde ich auch wieder eine gute Geschichte jetzt, wenn du sagst, es gibt verschiedene Anteile, die dann irgendwo stecken geblieben sind. Das sind ja Anteile, die ich in mir selbst auch ablehne. Die will ich nicht mehr spüren. Ablehnung. Und wo sollen sie dann Halt finden, wenn ich mich ablehne? Ja, egal, ob das die äußere Erscheinung ist, zu dick, zu dünn, egal was, zu lange Haare,
kurze Haare oder die Schulausbildung, die man nicht sieht, die man aber verdrängt, wo man dann das Thema nicht auf die Schulbildung bringt, sondern immer drumherum wandert, weil man sich schämt. Ja. So. Und diese Teile, die man selber in sich ablehnt, die haben keinen Heimathafen und die docken immer wieder bei der Familie an oder bei Freunden an, also immer wieder im Außen, weil sie dort Halt suchen, Bestätigung suchen. Und das bekommen wir natürlich nicht. Das geht ja gar nicht. Ja? So, und diese Teile können ja nur bei uns sich verankern, im Hier und Jetzt. Und das ist eben halt die Arbeit, die Rupert-Arbeit, dass wir ganz werden in uns. Ja. Ne? Genau. Genau. Und deshalb finde ich das Beispiel mit diesen Anteilen sehr gut. Wenn sie irgendwo rumfliegen und keinen Halt haben, sind wir haltlos in unserem Leben. Dann passieren viele Dinge. Tablettensucht, Alkoholsucht, Sexsucht, Beziehungssucht gibt es ja auch. Oder dass wir die Kinder eben nicht sehen. Ne? Dass wir so sehr mit uns selbst beschäftigt sind, dass wir einfach die Kinder gar nicht wahrnehmen können. Dass die auch nebenbei laufen. Ja? Um wieder auf die Kinder zu kommen. Ja. Also das ist so facettenreich. Also da können wir noch Stunden reden, was das für Ausläufer bringt, ne? Und wie weit das eigentlich geht, das Feld. Und nochmal von der Sichtweise der Eltern, also ich kann jetzt nur aus der Muttersicht sprechen, nicht aus der Vatersicht, durch meine 2 Kinder, auch also ich hatte dieses Schuldgefühle meinen Kindern gegenüber, ja, weil ich es besser machen wollte, als meine Eltern das bei mir besser gemacht haben, als meine Eltern es bei mir gemacht haben. Und ich wusste damals noch gar nicht, was haben sie überhaupt gemacht, so ungefähr. Ja. Ich wusste nur, ich muss es anders machen, ich muss es besser machen. Und auch das von uns zu streifen, diese Vorstellungen, die wir alle haben. Auf der einen Seite, ich muss Vater und Mutter ehren, auf der anderen Seite, jetzt wie bei mir, ich muss es besser, ich muss es anders machen, ja. Das alles abzustreifen und einfach nur hinzugehen, keine Angst zu haben, ja, bei dir anzurufen, bei mir anzurufen, keine Angst zu haben, als Eltern in diesen Prozess hineinzugehen. Auch wenn unangenehme Wahrheiten hochkommen, auch wenn ich mir meine eigenen Eltern ansehen muss, auch wenn ich mir die Beziehung zu meinem Kind ansehen muss, ja, auch wenn schmerzhaft ist, teilweise, nicht immer, aber teilweise, keine Angst davor zu haben. Ohne Bewertung, ohne Verurteilung, es einfach fließen zu lassen, es dann anders zu machen, weil es aus dem Gefühl her ist. Wahrnehmung schulen, es anders zu machen als die Eltern. Sich selber nicht immer ständig zu bewerten. Wir werden alle Fehler machen. Ne? Wir machen auch unsere Fehler. Ne? Und es einfach anzunehmen, zu sagen, das sind Lernprozesse. Fehler ist wieder bewertend. Okay, ich mache es anders. Ich nehme es wahr, so und so habe ich reagiert und ich möchte etwas anderes und daran arbeite ich. Wunderbar. Ja, es gibt ganz viele Beispiele, weil ich auch mit Eltern arbeite und die zu mir kommen, weil die Kinder auffällig sind in der Schule, ob sie Lernprobleme haben oder Ängste. Ich habe auch ein 9-jähriges Mädchen, die hat Angst, von ihren Eltern eben loszulassen. Sie muss immer wissen, wo die Eltern sind und die muss immer informiert sein. Und da gibt es natürlich auch eine Vorgeschichte. Bei der Geburt, während der Schwangerschaft und so. Da wurden schon Ängste eben halt im Mutterleib gespürt über die Mutter. Also sehr berührend, da sind wir auch noch in dem Prozess drin. Und die Eltern, ja, die sind sehr berührt, weil sie vieles schon gemacht haben mit dem Kind und auch unabhängig vom Kind und jetzt nochmal eine ganz andere Sichtweise auf die Dinge bekommen. Weil das ist so nicht greifbar, diese Angst des Kindes. Es ist hier im Hier und Jetzt nie irgendetwas passiert. Und jetzt fällt ein Groschen nach dem anderen, ne, für die Eltern erstmal. Aber da sind wir auch nochmal in einem ganz berührenden Prozess drin. Aber das, was letztes Jahr schon gezeigt worden ist, war schon eine ganze Menge. Und jetzt arbeiten wir für das Kind eben nochmal, dass sie loslassen kann von diesen Urängsten, die sie schon im Mutterleib gespürt hat, über die Mutter. Ne? Die Kinder sind ja immer mit der Nabelschnur verbunden, also kriegen sie alle Stresshormone natürlich der Mutter ab. Und während der Schwangerschaft war die Mutter sehr, sehr gestresst. Von daher hat die Lütte natürlich alles abbekommen. Ja, und das ist das Schöne an der Arbeit von uns. Wir können wirklich tief
zurückgehen. Und wir erkennen nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis, wie viel passiert in den ersten 9 Monaten im Mutterbauch. Und dann nochmal, wieder Geburt an sich ist ein eigenes Thema und kurz danach auch nochmal. Und das ist die Schönheit der Methode und der Theorie, die wir kennen und nach der wir arbeiten, weil bei den Standardmethoden wird nur darüber gesprochen, an was man sich erinnern kann. Aber es ist wie mit dem berühmten Eisberg. Man sieht nur die Spitze. Dessen ist das, an was man sich erinnern kann. Und das meiste ist eben unbewusst. Ja, und dann führt es ja auch fort. Sie ist jetzt 9 und ich stand in ihrer Rolle, auf ihrem Namen, und die Eltern haben zusammengearbeitet, auch der Vater. Und da wurde das Trauma des Vaters auch super klar. Der hat sie gar nicht ernst genommen. Dann stand ich auf diesem Button. Da habe ich immer nur gesagt, hey, du nimmst mich gar nicht ernst und du lachst alles weg. Und das hat dann die Mutter auch bestätigt. Das macht er immer so mit uns. Ne? Und das ist eben halt auch wieder sein Trauma. Es wurde alles weggelächelt. Ne? Der Vater sehr dominant, Mensch eben halt, der Rang und Namen hat, und alles andere wurde weggelacht. Und so macht er das jetzt auch mit seiner Tochter. Und das verletzt sie. Ja? Und das ist ihm da auch so klar geworden, dass er jetzt auch wirklich daran arbeiten muss, sich selber ernst zu nehmen und dann eben seine Kinder auch. Ne? Ja. Also das ist Hammer, auch das ist toll zu sehen, wie wichtig auch der Vater ist. Ja, das auch nochmal zum Thema. Es gehen zwar in diese Arbeit mehr die Frauen, ja, in einem großen Prozentsatz sind es Frauen, die an sich arbeiten, aber wir sehen auch immer mehr Männer. Und das ist das Schöne an der jetzigen Zeit, dass Männer keine Angst mehr haben, auch dahin zu sehen, oder dass sie nicht denken, wenn es um Gefühle geht, dann lasse ich meine Frau den Vorrang so ungefähr. Betrifft mich ja nicht, sondern dass immer mehr auch Paare kommen und beide ihren Teil der Verantwortung tragen. Ja. Genau. Und so wichtig, gerade wenn auch ein Mädchen vielleicht ein Papakind ist und sagt, Papa, seh mich, lieb mich, ne? So kann es nicht angehen, dass der das dann alles weglächelt. Alles nicht so schlimm, sondern dass er dann auch sagt, ja, und es ist eben halt da und es ist schlimm, was kann ich für dich tun? Dass er das Kind eben halt emotional abholt und es ernst nimmt in seiner Angst, auch wenn das Kind nicht weiß, woher das kommt, auch wenn nichts vorgefallen ist. Ja, wir als Eltern, wir können so viel lernen von unseren Kindern, weil unsere Kinder uns in jedem Stadium, in jedem Alter, in dem sie gerade sind, uns wieder mitnehmen auf unsere eigene Reise, die wir schon mal gemacht haben. Und es bestätigt hier auch die Klienten in der Praxis, da wird jedes Mal, wenn sie eine Rückmeldung geben, wird es auch bestätigt, dass es erst ein bisschen schwer war und dass es auch weh tat. Wir reden hier nicht vom Trauma, wir wollen keine Retraumatisierung, keine Dissoziierung, also dass sie sich spalten. Man geht zurück ins Gefühl, der Klient geht zurück ins Gefühl. Und das bestätigt er auch, ne, dass er reflektiert, dass er wieder fühlt, dass er geweint hat. Aber es geht nicht darum, dass man am Boden zerstört ist. Das wollen wir ja auf gar keinen Fall. Das müssen wir ja auch nochmal betonen. Es geht nicht um eine Retraumatisierung. Das wollen wir auf gar keinen Fall. Ja, sondern zurückgehen, das dort ein bisschen heilen, wo es geschehen ist, eine andere Sichtweise, ein anderes Gefühl dafür zu bekommen, um es im Hier und Jetzt anders zu machen. Ja. Und dass dann die Freude kommt, das Leben ist leichter. Ja, genau. Es wird schöner, es wird freudvoller. Aber dafür müssen wir an den Ursprung zurück. Und dann können wir eben schauen, dass wir die Kinder auch mitnehmen. Dass wir dann, wenn wir sehend werden für unsere Problematik, werden wir sehend für unser Umfeld und sehen unsere Kinder und können sie dann abholen dort, wo sie stehen. Emotional abholen. Ja. Ja, und nicht ihnen irgendetwas überstülpen. Mach das so, meine Erfahrung ist so und das macht man lieber nicht, sondern hey, was fühlst du? Ja, das und das. Ja, und fühlt sich das gut an? Ja, dann mach
Ich bin da, ich bin hier der Heimathafen. Probier dich aus, wenn sich das für dich gut anfühlt, mach es. Und der Verstand ist als Unterstützer da und mehr nicht. Der muss schon ein bisschen abwiegen, ne? Wo ist die Gefahr? Aber dafür sind ja auch dann die Eltern da, zu sagen, ja, okay, aber wir haben Blick drauf. Ne? Genau. Richtig. Dass es nicht so gefährlich wird. Ja. Die Kinder fühlen, die müssen einfach im Gefühl bleiben. Und das ist uns abgesprochen worden. Wir haben uns das jetzt hart erarbeitet, über viele Jahrzehnte wieder zurückzukommen in unser Gefühl. Weil das ist uns abtrainiert worden. Das ist so wahr. Das ist so wahr. Und ich weiß gar nicht mal, wie oft man das nur noch betonen kann, weil wer noch nicht angefangen hat mit dieser Art der Arbeit, der denkt immer, wieso? Ich fühle mich doch. Warum ist doch alles in Ordnung bei mir? Und ich liebe auch meine Kinder. Wo ist dann das Problem? Aber wir haben die Möglichkeiten, hinter die Fassaden zu blicken. Und das, was vordergründig erscheint und wir denken, dass es so ist, wenn wir hinter die Fassaden schauen und dann ins Gefühl kommen, wie du beschrieben hast auch, ist eine ganz andere Hausnummer. Wenn etwas abtrainiert worden ist an Gefühlen, fühlen wir es nicht mehr. Es ist Trauma. Es ist weg. Und wir können es nur wieder öffnen langsam. Und das ist unsere Arbeit. Ja, aber wir können jeder Mensch möchte emotional abgeholt werden, verstanden werden auf einer Herzebene. Das ist eine wunderschöne Energie.